Guten Tag, ich habe eine Frage. Guten Tag, ich habe eine Frage. Guten Tag, wie kann ich helfen? Guten Tag, wie kann ich helfen? Ich möchte mit meinem kleinen Hund reisen. Ich möchte mit meinem kleinen Hund reisen. Ist der Hund in einer Transportbox? Ist der Hund in einer Transportbox? Ja, er ist in einer kleinen Box. Ja, er ist in einer kleinen Box. Das ist in Ordnung. Sie brauchen ein Ticket für den Hund. Das ist in Ordnung. Sie brauchen ein Ticket für den Hund. Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Das Haustierticket kostet 10 Euro. Das Haustierticket kostet 10 Euro. Okay, ich möchte ein Ticket kaufen. Okay, ich möchte ein Ticket kaufen. Möchten Sie bar oder mit Karte bezahlen? Möchten Sie bar oder mit Karte bezahlen? Ich bezahle bar. Ich bezahle bar. Das macht 10 Euro bitte. Das macht 10 Euro bitte. Hier ist der Zehner. Hier ist der Zehner. Vielen Dank. Hier ist Ihr Haustierticket. Vielen Dank. Hier ist Ihr Haustierticket. Kann ich jetzt zum Zug gehen? Kann ich jetzt zum Zug gehen? Ja, und denken Sie daran, die Box unter dem Sitz zu platzieren. Ja, und denken Sie daran, die Box unter dem Sitz zu platzieren. Alles klar, vielen Dank für Ihre Hilfe. Alles klar, vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Gute Reise. Gern geschehen. Gute Reise. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Entschuldigung, ich habe eine Frage zum Gepäck. Entschuldigung, ich habe eine Frage zum Gepäck. Ja, gern. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, gern. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte mit dem Zug nach München fahren. Ich möchte mit dem Zug nach München fahren. Sehr gut. Haben Sie schon ein Ticket? Sehr gut. Haben Sie schon ein Ticket? Ja, hier ist mein Ticket. Ich habe einen großen Koffer. Ja, hier ist mein Ticket. Ich habe einen großen Koffer. Kein Problem. Der Koffer darf bis zu 85 cm hoch sein. Kein Problem. Der Koffer darf bis zu 85 cm hoch sein. Und wie breit darf er sein? Und wie breit darf er sein? Die Breite ist auf 60 cm begrenzt. Die Breite ist auf 60 cm begrenzt. Okay, das passt. Und das Gewicht? Okay, das passt. Und das Gewicht? Ein Koffer darf maximal 25 Kilogramm wiegen. Ein Koffer darf maximal 25 Kilogramm wiegen. Mein Koffer wiegt 20 Kilo. Das ist in Ordnung. Mein Koffer wiegt 20 Kilo. Das ist in Ordnung. Ja, das ist perfekt. Haben Sie noch einen Rucksack? Ja, das ist perfekt. Haben Sie noch einen Rucksack? Ja, ich habe einen kleinen Rucksack dabei. Ja, ich habe einen kleinen Rucksack dabei. Der Rucksack zählt als Handgepäck. Das ist erlaubt. Der Rucksack zählt als Handgepäck. Das ist erlaubt. Vielen Dank für die Hilfe. Vielen Dank für die Hilfe. Gerne. Gute Reise nach München. Gerne. Gute Reise nach München. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Entschuldigung, haben Sie einen Moment Zeit? Entschuldigung, haben Sie einen Moment Zeit? Ja, natürlich. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, natürlich. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich fahre nach München. Gibt es im Zug Filme oder Musik? Ich fahre nach München. Gibt es im Zug Filme oder Musik?
Ja, wir haben ein Unterhaltungsportal. Sie können es auf Ihrem Handy nutzen. Ja, wir haben ein Unterhaltungsportal. Sie können es auf Ihrem Handy nutzen. Muss ich mich dafür anmelden? Muss ich mich dafür anmelden? Nein, das ist ganz einfach. Verbinden Sie sich mit dem WLAN-Zugnetz. Nein, das ist ganz einfach. Verbinden Sie sich mit dem WLAN-Zugnetz. Ist das WLAN kostenlos? Ist das WLAN kostenlos? Ja, in der 1. und 2. Klasse ist es kostenlos. Ja, in der 1. und 2. Klasse ist es kostenlos. Und dann, was muss ich als nächstes tun? Und dann, was muss ich als nächstes tun? Öffnen Sie Ihren Browser. Die Startseite führt Sie zum Portal. Öffnen Sie Ihren Browser. Die Startseite führt Sie zum Portal. Gibt es dort viele Filme? Gibt es dort viele Filme? Ja, ungefähr 50 Filme und einige Serien. Auch Musik gibt es. Ja, ungefähr 50 Filme und einige Serien. Auch Musik gibt es. Kann ich auch Kopfhörer benutzen? Kann ich auch Kopfhörer benutzen? Natürlich, bitte stören Sie andere Fahrgäste nicht. Natürlich, bitte stören Sie andere Fahrgäste nicht. Das ist super, ich habe einen langen Weg vor mir. Das ist super, ich habe einen langen Weg vor mir. Die Fahrt dauert etwa 4 Stunden. Das Portal hilft gegen Langeweile. Die Fahrt dauert etwa 4 Stunden. Das Portal hilft gegen Langeweile. Gibt es auch Nachrichten oder Hörbücher? Gibt es auch Nachrichten oder Hörbücher? Ja, es gibt aktuelle Nachrichten und eine Auswahl an Hörbüchern. Ja, es gibt aktuelle Nachrichten und eine Auswahl an Hörbüchern. Perfekt, ich höre gern Hörbücher auf Reisen. Perfekt, ich höre gern Hörbücher auf Reisen. Dann werden Sie bestimmt etwas Passendes finden. Dann werden Sie bestimmt etwas Passendes finden. Eine Frage noch, funktionieren die Kopfhörer am Platz? Eine Frage noch, funktionieren die Kopfhörer am Platz? Manche Plätze haben einen Audioanschluss, aber Ihr Handy ist besser. Manche Plätze haben einen Audioanschluss, aber Ihr Handy ist besser. Ich habe nämlich meine eigenen Kopfhörer dabei. Ich habe nämlich meine eigenen Kopfhörer dabei. Dann sind Sie bestens ausgerüstet. Viel Vergnügen. Dann sind Sie bestens ausgerüstet. Viel Vergnügen. Vielen Dank für die Hilfe. Vielen Dank für die Hilfe. Gerne. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich einfach. Gerne. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich einfach. Das mache ich. Jetzt probiere ich das Portal aus. Das mache ich. Jetzt probiere ich das Portal aus. Gute Reise und viel Spaß. Gute Reise und viel Spaß. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ja, natürlich. Was ist los? Ja, natürlich. Was ist los? Mir ist sehr kalt hier im Abteil. Mir ist sehr kalt hier im Abteil. Oh, das tut mir leid. Ist die Klimaanlage zu stark? Oh, das tut mir leid. Ist die Klimaanlage zu stark? Ja, ich glaube schon. Können Sie sie leiser stellen? Ja, ich glaube schon. Können Sie sie leiser stellen? Einen Moment, ich schaue nach der Steuerung. Einen Moment, ich schaue nach der Steuerung. Danke, vielleicht kann man auch die Heizung einschalten? Danke, vielleicht kann man auch die Heizung einschalten? Die Heizung und die Kühlung sind getrennt. Die Heizung und die Kühlung sind getrennt. Ach so, dann bitte nur die Klimaanlage leiser. Ach so,
Dann bitte nur die Klimaanlage leiser. Ich habe den Regler gefunden. Ich drehe ihn etwas zurück. Ich habe den Regler gefunden. Ich drehe ihn etwas zurück. Wird das die Temperatur im ganzen Wagen ändern? Wird das die Temperatur im ganzen Wagen ändern? Ja, leider, aber es sind nicht viele Fahrgäste hier. Ja, leider, aber es sind nicht viele Fahrgäste hier. Gut, dann ist es hoffentlich bald wärmer. Ja. Gut, dann ist es hoffentlich bald wärmer. Ich stelle es auf eine mittlere Stufe. Ich stelle es auf eine mittlere Stufe. Perfekt. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Perfekt. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gerne. Fühlen Sie sich jetzt besser? Gerne. Fühlen Sie sich jetzt besser? Ja, die Luft ist schon weniger kalt. Ja, die Luft ist schon weniger kalt. Soll ich Ihnen eine Decke bringen? Soll ich Ihnen eine Decke bringen? Das wäre sehr nett. Haben Sie welche? Das wäre sehr nett. Haben Sie welche? Ja, im Servicebereich gibt es Decken. Ja, im Servicebereich gibt es Decken. Dann nehme ich gerne eine. Dann nehme ich gerne eine. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Ich warte hier, keine Eile. Ich warte hier, keine Eile. Hier ist eine warme Decke für Sie. Hier ist eine warme Decke für Sie. Oh, die fühlt sich weich an. Dankeschön. Oh, die fühlt sich weich an. Dankeschön. Gerne. Noch etwas? Ein heißer Tee vielleicht? Gerne. Noch etwas? Ein heißer Tee vielleicht? Ja, ein Tee wäre wunderbar. Ja, ein Tee wäre wunderbar. Kommen sofort. Ich bringe ihn Ihnen. Kommen sofort. Ich bringe ihn Ihnen. Sie sind sehr aufmerksam. Vielen Dank nochmal. Sie sind sehr aufmerksam. Vielen Dank nochmal. Gute Reise. Ich hoffe, es ist jetzt angenehm. Gute Reise. Ich hoffe, es ist jetzt angenehm. Ja, jetzt ist es perfekt. Danke. Ja, jetzt ist es perfekt. Danke. Hallo? Ich brauche Informationen zum Parken. Hallo? Ich brauche Informationen zum Parken. Guten Tag. Ja, wie kann ich helfen? Guten Tag. Ja, wie kann ich helfen? Gibt es heute freie Parkplätze? Gibt es heute freie Parkplätze? Ja, es gibt viele freie Plätze. Ja, es gibt viele freie Plätze. Wie viel kostet das pro Tag? Wie viel kostet das pro Tag? Der Tagestarif ist 8 Euro. Der Tagestarif ist 8 Euro. Gilt das für 24 Stunden? Gilt das für 24 Stunden? Ja, genau. Von 0 bis 24 Stunden. Ja, genau. Von 0 bis 24 Stunden. Kann ich auch kürzer parken? Kann ich auch kürzer parken? Ja, wir haben auch Stundentarife. Ja, wir haben auch Stundentarife. Was kostet die Stunde? Was kostet die Stunde? 2 Euro pro Stunde. 2 Euro pro Stunde. Und wo ist der Parkplatz? Und wo ist der Parkplatz? Er ist hinter dem Bahnhofsgebäude. Er ist hinter dem Bahnhofsgebäude. Ist er überdacht oder offen? Ist er überdacht oder offen? Es ist ein offener Parkplatz. Es ist ein offener Parkplatz. Kann ich mit Karte bezahlen? Kann ich mit Karte bezahlen? Ja, Sie können am Automaten bezahlen. Ja, Sie können am Automaten bezahlen. Automatkreditkarten? Automatkreditkarten?
Ja und auch Bargeld. Ja und auch Bargeld. Gut. Ist der Parkplatz sicher? Gut. Ist der Parkplatz sicher? Ja, er wird von Kameras überwacht. Ja, er wird von Kameras überwacht. Wie komme ich zum Eingang? Wie komme ich zum Eingang? Biegen Sie nach dem Kreisel links ab. Biegen Sie nach dem Kreisel links ab. Vielen Dank für die Information. Vielen Dank für die Information. Bitte sehr, schönen Tag noch. Bitte sehr, schönen Tag noch. Danke Ihnen auch. Danke Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Können Sie mir helfen? Guten Tag. Können Sie mir helfen? Guten Tag. Ja, natürlich. Was brauchen Sie? Guten Tag. Ja, natürlich. Was brauchen Sie? Ich suche den Taxistand. Ich suche den Taxistand. Der Taxistand ist gleich da vorne, links. Der Taxistand ist gleich da vorne, links. Ah, ich sehe. Vielen Dank. Ah, ich sehe. Vielen Dank. Gern geschehen. Wohin möchten Sie fahren? Gern geschehen. Wohin möchten Sie fahren? Ich möchte zum Hotel Central. Ich möchte zum Hotel Central. Das ist nicht weit. Das ist nicht weit. Wissen Sie, wie viel die Fahrt kostet? Wissen Sie, wie viel die Fahrt kostet? Ungefähr 10 bis 15 Euro. Ungefähr 10 bis 15 Euro. Das ist günstig. Das ist günstig. Ja, es ist nur eine kurze Strecke. Ja, es ist nur eine kurze Strecke. Und wie lange dauert die Fahrt? Und wie lange dauert die Fahrt? Etwa 10 Minuten. Etwa 10 Minuten. Perfekt. Ich gehe jetzt zum Taxistand. Perfekt. Ich gehe jetzt zum Taxistand. Haben Sie noch eine Frage? Haben Sie noch eine Frage? Nein, das ist alles. Dankeschön. Nein, das ist alles. Dankeschön. Gute Reise. Gute Reise. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ja, natürlich. Was möchten Sie wissen? Ja, natürlich. Was möchten Sie wissen? Ich möchte wissen, was die nächste Station ist. Ich möchte wissen, was die nächste Station ist. Die nächste Station ist Köln. Die nächste Station ist Köln. Wann kommen wir in Köln an? Wann kommen wir in Köln an? Wir kommen um 14:30 Uhr an. Wir kommen um 14:30 Uhr an. Ist das pünktlich? Ist das pünktlich? Ja, der Zug ist pünktlich. Ja, der Zug ist pünktlich. Das ist gut. Das ist gut. Fahren Sie nach Köln? Fahren Sie nach Köln? Nein, ich fahre weiter nach Düsseldorf. Nein, ich fahre weiter nach Düsseldorf. Ach so, in Köln müssen Sie umsteigen. Ach so, in Köln müssen Sie umsteigen. Ja, das weiß ich. Wie lange habe ich Zeit zum Umsteigen? Ja, das weiß ich. Wie lange habe ich Zeit zum Umsteigen? Sie haben ungefähr 15 Minuten. Sie haben ungefähr 15 Minuten. Das ist genug Zeit, denke ich. Das ist genug Zeit, denke ich. Ja, das ist in Ordnung. Ja, das ist in Ordnung. Und welches Gleis kommt der Anschlusszug? Und welches Gleis kommt der Anschlusszug? Das weiß ich nicht genau. Vielleicht Gleis 5.
Das weiß ich nicht genau. Vielleicht Gleis 5. Okay, ich werde auf die Anzeige achten. Okay, ich werde auf die Anzeige achten. Gute Idee. Gute Idee. Noch eine Frage, hält dieser Zug auch in Bonn? Noch eine Frage, hält dieser Zug auch in Bonn? Nein, dieser Zug hält nicht in Bonn. Nein, dieser Zug hält nicht in Bonn. Schade, aber ich muss nicht nach Bonn. Schade, aber ich muss nicht nach Bonn. Wohin fahren Sie genau? Wohin fahren Sie genau? Ich fahre nach Dortmund. Ich fahre nach Dortmund. Dann müssen Sie in Köln umsteigen und dann nach Dortmund fahren. Dann müssen Sie in Köln umsteigen und dann nach Dortmund fahren. Ja, das ist der Plan. Ja, das ist der Plan. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Vielen Dank, Sie auch. Vielen Dank, Sie auch. Danke. Danke. Entschuldigung, noch eine Frage. Wann ist die nächste Station genau? Entschuldigung, noch eine Frage. Wann ist die nächste Station genau? In ungefähr 10 Minuten. In ungefähr 10 Minuten. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Guten Morgen, ich habe eine Frage. Guten Morgen, ich habe eine Frage. Guten Morgen, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Morgen, wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte nach München fahren, aber nicht mit vielen Menschen. Ich möchte nach München fahren, aber nicht mit vielen Menschen. Verstehe. Wann möchten Sie fahren? Verstehe. Wann möchten Sie fahren? Am besten heute oder morgen. Welche Züge sind weniger voll? Am besten heute oder morgen. Welche Züge sind weniger voll? Am Morgen um 6 Uhr sind die Züge oft ruhig. Am Morgen um 6 Uhr sind die Züge oft ruhig. Um 6 Uhr, das ist sehr früh. Um 6 Uhr, das ist sehr früh. Ja, aber dann ist fast niemand unterwegs. Ja, aber dann ist fast niemand unterwegs. Gibt es auch am späten Vormittag einen ruhigen Zug? Gibt es auch am späten Vormittag einen ruhigen Zug? Ja, der Zug um 10:15 Uhr ist auch gut. Ja, der Zug um 10:15 Uhr ist auch gut. Warum ist der um 10:15 Uhr nicht so voll? Warum ist der um 10:15 Uhr nicht so voll? Weil die meisten Leute um 8 oder 9 Uhr fahren. Weil die meisten Leute um 8 oder 9 Uhr fahren. Ah, das ist die Hauptverkehrszeit. Ah, das ist die Hauptverkehrszeit. Genau, von 7 bis 9 Uhr ist es sehr voll. Genau, von 7 bis 9 Uhr ist es sehr voll. Und am Nachmittag ist es da auch voll? Und am Nachmittag ist es da auch voll? Ja, zwischen 16 und 18 Uhr sind viele Pendler unterwegs. Ja, zwischen 16 und 18 Uhr sind viele Pendler unterwegs. Dann fahre ich lieber um 10:15 Uhr. Dann fahre ich lieber um 10:15 Uhr. Gute Wahl. Soll ich Ihnen ein Ticket buchen? Gute Wahl. Soll ich Ihnen ein Ticket buchen? Ja bitte, ein Einzelticket nach München. Ja bitte, ein Einzelticket nach München. Möchten Sie erste oder zweite Klasse? Möchten Sie erste oder zweite Klasse? Zweite Klasse reicht. Ist da dann auch weniger los? Zweite Klasse reicht. Ist da dann auch weniger los? In der ersten Klasse sind noch weniger Leute.
In der ersten Klasse sind noch weniger Leute. Okay, aber zweite Klasse ist günstiger. Okay, aber zweite Klasse ist günstiger. Das stimmt. Der Zug um 10:15 Uhr hat genug Plätze. Das stimmt. Der Zug um 10:15 Uhr hat genug Plätze. Perfekt. Kann ich einen Fensterplatz reservieren? Perfekt. Kann ich einen Fensterplatz reservieren? Ja, das kostet 4,50 € extra. Ja, das kostet 4,50 € extra. Das ist okay. Machen Sie das bitte. Das ist okay. Machen Sie das bitte. Möchten Sie auch eine Rückfahrkarte? Möchten Sie auch eine Rückfahrkarte? Nein, nur einfach. Ich bleibe ein paar Tage. Nein, nur einfach. Ich bleibe ein paar Tage. Alles klar, das macht 39 €. Alles klar, das macht 39 €. Hier ist das Geld. Vielen Dank für die Hilfe. Hier ist das Geld. Vielen Dank für die Hilfe. Bitte sehr, gute Reise und viel Spaß in München. Bitte sehr, gute Reise und viel Spaß in München. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Guten Tag, ich hätte eine Frage. Guten Tag, ich hätte eine Frage. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich bin Studentin. Gibt es einen Studentenrabatt? Ich bin Studentin. Gibt es einen Studentenrabatt? Ja, wir haben eine Jugendkarte. Sie kostet weniger. Ja, wir haben eine Jugendkarte. Sie kostet weniger. Wie viel kostet die Jugendkarte? Wie viel kostet die Jugendkarte? Die Jugendkarte kostet 30 € pro Monat. Die Jugendkarte kostet 30 € pro Monat. Das ist günstig. Brauche ich einen Ausweis? Das ist günstig. Brauche ich einen Ausweis? Ja, Sie brauchen Ihren Studentenausweis. Ja, Sie brauchen Ihren Studentenausweis. Okay, den habe ich dabei. Und für Senioren? Okay, den habe ich dabei. Und für Senioren? Ich bin selbst Senior. Gibt es auch einen Rabatt für mich? Ich bin selbst Senior. Gibt es auch einen Rabatt für mich? Ja, natürlich. Wir haben eine Seniorenkarte. Ja, natürlich. Wir haben eine Seniorenkarte. Wie alt muss man dafür sein? Wie alt muss man dafür sein? Ab 65 Jahren. Sind Sie 65 oder älter? Ab 65 Jahren. Sind Sie 65 oder älter? Ja, ich bin 68. Das ist perfekt. Ja, ich bin 68. Das ist perfekt. Die Seniorenkarte kostet auch 30 € pro Monat. Die Seniorenkarte kostet auch 30 € pro Monat. Gut, das ist fair. Und wie lange gilt die Karte? Gut, das ist fair. Und wie lange gilt die Karte? Die Karte gilt ein ganzes Jahr. Die Karte gilt ein ganzes Jahr. Das ist super. Kann ich sie sofort kaufen? Das ist super. Kann ich sie sofort kaufen? Ja, hier am Schalter. Sie brauchen nur ein Foto. Ja, hier am Schalter. Sie brauchen nur ein Foto. Haben Sie ein Foto hier? Haben Sie ein Foto hier? Ja, wir machen das Foto direkt am Schalter. Ja, wir machen das Foto direkt am Schalter. Dann nehme ich die Seniorenkarte. Dann nehme ich die Seniorenkarte. Und ich nehme die Jugendkarte. Und ich nehme die Jugendkarte.
Müssen wir beide den gleichen Betrag zahlen? Müssen wir beide den gleichen Betrag zahlen? Ja, beide Karten kosten 30 Euro. Ja, beide Karten kosten 30 Euro. Das ist gut. Zusammen sparen wir. Das ist gut. Zusammen sparen wir. Ja, genau. Hier ist mein Studentenausweis. Ja, genau. Hier ist mein Studentenausweis. Und hier ist mein Personalausweis. Und hier ist mein Personalausweis. Danke, ich mache die Karten jetzt fertig. Danke, ich mache die Karten jetzt fertig. Vielen Dank für die Hilfe. Vielen Dank für die Hilfe. Gern geschehen. Gute Reise. Gern geschehen. Gute Reise. Guten Tag, ich möchte Plätze reservieren. Guten Tag, ich möchte Plätze reservieren. Guten Tag. Für wie viele Personen? Guten Tag. Für wie viele Personen? Für eine Gruppe von 10 Personen. Für eine Gruppe von 10 Personen. 10 Personen. Wohin geht die Reise? 10 Personen. Wohin geht die Reise? Nach Berlin am Samstag, den 15. April. Nach Berlin am Samstag, den 15. April. Um wie viel Uhr möchten Sie fahren? Um wie viel Uhr möchten Sie fahren? Am Morgen, so gegen 9 Uhr. Am Morgen, so gegen 9 Uhr. Es gibt einen Zug um 9:15 Uhr. Passt das? Es gibt einen Zug um 9:15 Uhr. Passt das? Ja, das ist gut. Haben Sie 10 Plätze zusammen? Ja, das ist gut. Haben Sie 10 Plätze zusammen? Ich schaue nach. Einen Moment bitte. Ich schaue nach. Einen Moment bitte. Natürlich, kein Problem. Natürlich, kein Problem. Ja, wir haben 10 Plätze in einem Abteil. Ja, wir haben 10 Plätze in einem Abteil. Perfekt. Sind die Plätze nebeneinander? Perfekt. Sind die Plätze nebeneinander? Ja, alle nebeneinander in Reihe 4 und 5. Ja? Ja, alle nebeneinander in Reihe 4 und 5. Das ist super. Wie viel kostet das? Das ist super. Wie viel kostet das? Ein Ticket kostet 25 Euro. 10 Tickets sind 250 Euro. Ein Ticket kostet 25 Euro. 10 Tickets sind 250 Euro. Okay, das ist in Ordnung. Kann ich bar bezahlen? Okay, das ist in Ordnung. Kann ich bar bezahlen? Ja, bar oder mit Karte. Wie möchten Sie? Ja, bar oder mit Karte. Wie möchten Sie? Ich bezahle mit Karte, bitte. Ich bezahle mit Karte, bitte. Gerne. Geben Sie mir Ihre Karte. Gerne. Geben Sie mir Ihre Karte. Hier bitte. Hier bitte. Danke. Bitte unterschreiben Sie hier. Danke. Bitte unterschreiben Sie hier. Fertig. Fertig. Vielen Dank. Hier sind Ihre Tickets. Vielen Dank. Hier sind Ihre Tickets. Vielen Dank. Und eine Frage? Gibt es einen Frühstücksservice? Vielen Dank. Und eine Frage? Gibt es einen Frühstücksservice? Ja, im Zug gibt es ein Bordbistro. Ja, im Zug gibt es ein Bordbistro. Super, danke für die Information. Super, danke für die Information. Gute Reise nach Berlin. Gute Reise nach Berlin. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ja, bitte? Wie kann ich helfen? Ja, bitte?
Wie kann ich helfen? Wo sind die Toiletten auf diesem Zug? Wo sind die Toiletten auf diesem Zug? Die Toiletten sind am Ende des Waggons. Die Toiletten sind am Ende des Waggons. Am Ende, links oder rechts? Am Ende, links oder rechts? Gehen Sie einfach geradeaus. Sie sehen eine Tür. Gehen Sie einfach geradeaus. Sie sehen eine Tür. Eine Tür mit einem Schild? Eine Tür mit einem Schild? Ja, genau, da ist ein großes Schild. Ja, genau, da ist ein großes Schild. Und ist die Toilette jetzt frei? Und ist die Toilette jetzt frei? Das weiß ich nicht. Vielleicht müssen Sie warten. Das weiß ich nicht. Vielleicht müssen Sie warten. Gibt es nur eine Toilette im Waggon? Gibt es nur eine Toilette im Waggon? Nein, es gibt zwei. Eine für Damen und eine für Herren. Nein, es gibt zwei. Eine für Damen und eine für Herren. Ah, das ist gut. Ich brauche die Damentoilette. Ah, das ist gut. Ich brauche die Damentoilette. Die Damentoilette ist auf der linken Seite. Die Damentoilette ist auf der linken Seite. Und die Herrentoilette ist auf der rechten Seite? Und die Herrentoilette ist auf der rechten Seite? Ja, genau, Sie haben es verstanden. Ja, genau, Sie haben es verstanden. Muss ich einen Schlüssel benutzen? Muss ich einen Schlüssel benutzen? Nein, die Türen sind automatisch. Nein, die Türen sind automatisch. Automatisch, das ist praktisch. Automatisch, das ist praktisch. Ja, drücken Sie einfach den Knopf. Ja, drücken Sie einfach den Knopf. Und wenn die Toilette besetzt ist? Und wenn die Toilette besetzt ist? Dann leuchtet ein rotes Licht über der Tür. Dann leuchtet ein rotes Licht über der Tür. Ein rotes Licht, also warte ich dann. Ein rotes Licht, also warte ich dann. Genau, oder Sie gehen in den nächsten Waggon. Genau, oder Sie gehen in den nächsten Waggon. Gibt es dort auch Toiletten? Gibt es dort auch Toiletten? Ja, jeder Waggon hat Toiletten. Ja, jeder Waggon hat Toiletten. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Gute Reise. Gern geschehen. Gute Reise.